Seit ich Angler bin, bin ich auf der Suche nach solchen Gewässern in ganz Europa. Kraut, Seerosenfelder, überall Totholz und Plateaus mit voller Dreikantmuscheln. In solchen Gewässern beherbergen sich meist ganz dicke Karpfen. Wir nehmen euch wieder mit auf ein Adventure auf Hirschbauart. Wenn wir Subfloat fischen, wollen wir, dass keine Schnur am Gewässerboden verläuft. Hier verwende ich ganz normale Styroporkugeln oder auf den anderen Routen ganz kleine Trinkwasserflaschen. Bei den Trinkwasserflaschen ist der Vorteil, dass wenn ich ein Wasser hineingebe, der Auftrieb nicht so hoch ist. Ich gebe auch dahinter ein kleines Gewicht hinauf, dass die ersten 50 cm am Boden verlaufen. Mache ein bisschen nass, dann verrutscht es leichter. Sondern was mir auch ganz wichtig ist bezüglich der Bisserkennung, ich fische auch hier mein geliebtes Running Rig. Ich gebe auch einfach einen Safety Clip drauf, eine kleine Perle, dann einfach meinen kleinen Wirbel. Das knotet jetzt einfach an. Ganz wichtig ist auch eine 70er Monophile vorne. Schlagschnur nicht zu lange, weil sie sonst zu schwer ist, dann kommt sie hinten wieder hinunter. Ich verwende das ganz oft bei dieser Hindernisfischerei und verliere auch dadurch ganz wenig Fische, so gut wie gar keine. Der Safety Clip ist ganz wichtig, wenn wir wirklich in die Hänger sein sollten, dass er hinten das Blei verliert und somit wir fischschonend unterwegs sind. Hier ganz einfach erklärt. Jetzt suche ich mir hier genau den Übergang zwischen Schotter und Schlamm. Und der Baum schaut richtig gut aus und der Platz fühlt sich unten richtig gut an. Harter, kompakter Boden, komplett hart anscheinend. Da müssen wir her. Wir kennen das Gewässer nicht und daher kommen wir immer eigentlich mit derselben Futtermischung an. Boilies in verschiedenen Größen, Pellets, Tigernüsse und Hanf. Und das ist das, was ich am meisten vertraue und darum starten wir hier. Jawohl! Ja! Ah, geil! Es sind Karpfen drinnen. Ja, ich bin vor ca. 15 Minuten ins Zelt gegangen, habe davor noch alle Routen kontrolliert und ja, das war eine Route, die lag wirklich direkt vom Holz. Die Spule war komplett zu. Ich habe mich gerade hineingelegt in den warmen Schlafsack und auf einmal habe ich gehört, der hat Schnur runtergerissen, obwohl sie zu ist. Und ich bin rausgelaufen, ohne Schuhe, hin zur Route. Den Spulenkopf habe ich gehalten und schaut euch diesen Prachtschuppi an. Es ist einfach richtig genial. Wir haben mit Subfloat gefischt. Richtig massiver Schlagschnur, direkt vors Holz. Und ja, mit einem guten Plan und am Ziel vor Augen, herrlich, ein Traumschuppi aus einem wilden Gewässer. Man sieht es am Kamm oben, schaut mal, das ist ein richtiger Flusskämpfer. Traum. Und das nach ein paar Stunden. Wir haben nicht gewusst, wie viele Fische abfischen, ob irgendwas drinnen schwimmt und jetzt haben wir ihn gefangen.
Jawohl. Yes. Yes. Ja! Es ist immer schön. Das ist der erste Fisch in einem neuen Gewässer. Taugt mir richtig. Plan ist aufgegangen, würde man sagen, oder? So, jetzt legen wir die Route neu. Wenn wir zu dieser Jahreszeit angeln gehen und auch noch ein unbekanntes Gewässer für uns befischen, verwende ich immer eine ähnliche Futtermischung. Hier verwende ich 20 und 25 mm Boilies, auch Hanf dabei und verschiedene Größen an Tigernüsse. Und was uns und mir ganz wichtig ist, ich benetze die Köder vorm Start 24 Stunden mit Bait Attractor, dass die Attraktivität sich wirklich in diesem Kübel hier verteilt und dass wir sofort starten können und auch die Fische sofort an unseren Platz gelockt werden. Ich hänge wie voll in Grad. Jawohl, der nächste Fisch, wieder mitten aus dem Holz, Subfloat, wieder ein Wave dahin gefischt, die ist in der Nacht auch schon gelaufen mit dem Schuppi und ja, gerade vorher ausgelegt, die ist circa eine Stunde gelegen. Schaut euch das an, diese Herbstperle, mitten aus dem Holz, ein Traumspiegel mit über 15 Kilo. Schaut's mal an, hier ganz ruhig. Herrlicher Fisch. Wieder ein CPR-Wefter mit einem pinken Fake-Maskon drauf. Kombi-Rig, 17 cm Subfloat und ein schweres Blei. Die Hook-and-Hold-Fischerei, genau meins, ich liebe es. Unbekanntes Gewässer für uns, unbekannter Fisch. So, ab in die Freiheit. Jawohl! Yes! Bei diesem Gewässer hier, aufgrund der vielen Hindernisse und Plateaus voller Dreikantmuscheln, noch dazu voll mit Kraut, ist es mir nicht möglich, dass ich die Routen ganz normal ablege, dass die Schnur am Boden verläuft, weil die Gefahr dadurch zu groß ist, dass wir die Fische quasi die Hauptschnur abreißen. Und das wollen wir natürlich nicht und somit verwenden wir hier Subfloat-Montagen. Wie man hier sieht, die Schnur verläuft ganz seicht hinaus auf der Oberfläche bis zu unserem Spot. Das heißt, die Plateaus, die Schnur geht oben drüber, dahinter geht das Subfloat runter und es steht wirklich genauso oben drüber. Hier ist das Blei, die Montage und da ist das Totholz und davor sind die Plateaus. Wichtig ist bei dem Wind, dass man nicht zu viel Schnurbogen reinbekommt. Darum gebe ich die Spitze ein bisschen unter Wasser, halt da mit meinem Ringfinger drauf, dass die Schnur schön straff runterspringt.
Und somit habe ich dann keinen Schnurrbogen und der perfekte Biss erkennen. Ja, der Biber. Der ist ja da zu Hause in der Natur. Schaut euch mal die Spuren an da. Der da den Baum versucht zu fällen. Das ist ein Riesenbaum. Ich kann gerade schauen, ob wir irgendwo Fische sehen in einem anderen Gebiet, die eigentlich zu den linken Teil befischen. Und dann sind wir schon gelaufen. Yes! Ein kleiner Schuppenmann. Mei. Ist der nicht süß? Dem schmecken unsere Köder auch. Also das heißt, in diesem Seeteil hier ist ein gutes Aufkommen. Zur Hand, du. Und ich habe mir schon gedacht, das ist ein Praxen. Er geht nach rechts. Das ist unser Glück. So, jetzt merke ich eigentlich, was rausfahren. Irgendwo hänge ich da. Nein. Ah! Ah, du! Das wird jetzt eine leckere Mahlzeit. Nach so einer anstrengenden Nacht mit 5 Praxen, jetzt haben wir 3 Karpfen gefangen. Brauchen auch wir was Gutes zu essen und Burger mit frischen Tomaten, Mozzarella. Herrlich. Ah, das wird jetzt mega fein. Es riecht schon so gut. Und ich habe schon richtig geholt. Mahlzeit. Herrlich.
zwar nicht der Zielfisch, aber ein Riesenbrett. Mitten im Vollsturm. Es kommt gleich der Regen. Ein Bartöter auf der blauen Route. Und ja, immer dann einfach ganz locker reingedrillt und dann sehe ich es am Ufer. Hoppala. Und schaut euch dieses Moped an. Ein Amur mit 22 Kilo, schaut euch das mal an. Natürlich, der will jetzt nicht. Der ist noch nie gehängt, schaut mal, wie der sich spart. Ja, Leute, das war der einzige Platz, wo ich mehr gefüttert habe. Und es war heute in der Früh ein kleiner Karpfen mit 1-2 Kilo und jetzt dieses Schwert von Amur. 22,4 Kilo. Ja, wieder auf einen Wave gebissen. Aber ja, im Drill hat es sich gar nicht so angefühlt, bis er dann am Ufer war. Der Chris ist raufgelaufen, hat aufgebaut. Wir sind noch einmal aus dem Kescher raus. Und ja, ein Riesenteil. Und das ist so im Gewässer. Wahnsinn. So, ich muss ihn hinlegen. Ja, dabei. Ja, was für ein Moment. Mitten im Vollsturm. Die blaue Route am Futterplatz, wo ich heute ca. 10 Kilo gefüttert habe. Ich bin in der Früh einen kleinen Karpfen gefangen. Und jetzt schaut euch diesen Amur an. Von über 22 Kilo. Der ist eine Riesenmaschine. Absolut geiler Fisch. Absolut geiler Fisch. Ja, so wieder ein Wave mit einem Fake-Korn vorn drauf. Ja, Klassiker. Jawohl! 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 Ein unglaubliches Brett. Zwar nicht der Zielfisch, aber 20 Kilo plus ist immer geil. Nach einer fischreichen Nacht sitze jetzt beim Frühstück, schaue auf einen anderen Teil vom See und sehe wirklich Fischaktivitäten. Das ist ganz deutlich zu erkennen. Die Fressblasen, die was aufsteigen, wenn sie im Untergrund wühlen. Ich glaube, ich muss da hinlegen. Im Zorn kann ein einzigen Springer sein, aber es sind eindeutig Fressblasen. Das ist super zu erkennen. Es gibt diese Blasen, was aus dem Faulschlamm kommen, aus dem Gärschlamm. Die bleiben immer am gleichen Fleck und da sieht man wirklich so große Teppiche am Blasen und die bewegen sich ja und das sind nicht nur einer, sondern 10, 15 verschiedene, also da ist ein Haufen an Fischen und da muss jetzt einen hinlegen. Der Luftdruck ist unter 1000 gefallen und aufgrund meiner Erfahrungen weiß ich, dass die Fische da sich ins Tiefe zurückziehen. Und jetzt im Echolot war eindeutig zu sehen, hier ist die tiefste Stelle mit knapp 5 Meter und es ist alles voll mit Weißfischen da draußen. Ja, jetzt, wo der Regen gekommen ist heute Nacht, ist der Luftdruck richtig gefallen. Auf unter 1000, wir haben jetzt 996 Luftdruck. Und meine Erfahrung ist es da, dass wir die tiefen Stellen von den Seen, Gewässer suchen müssen, weil sich dort die Fische zurückziehen und auch zu fressen beginnen. Für mich bedeutet hoher Luftdruck Seichtfischen und tiefer Luftdruck, so wie jetzt die tiefen Stellen. Und bei tiefem Luftdruck kann man auch etwas mehr füttern. Wenn ich weiß, okay, der Luftdruck ist ziemlich hoch, da wird quasi maximal 2 Raketen oder eine Schaufel Futter zum Köder hinzugefügt. Aber wenn jetzt da ist, so wie jetzt der Luftdruck, Regen, da kann man schon ein bisschen mehr geben, wenn der erste Fisch gefallen ist. Ich taste mich immer zuerst heran, wenig am Anfang und wie die Fische reagieren, dann mehr. Aber das ist jetzt ein perfektes Wetter. Leichter Nieselregen setzt ein.
Und wir haben hier einen Weißfischschwarm gefunden. Riesig. Jetzt bin ich gespannt, ob die Rute einen Fisch bringt. Ganz drüben am Ufer sehe ich ständig die Karpfen springen. Die mittlere Rute, die gestern den dicken Amur gebracht hat, wird jetzt umgelegt und am Tag versuche ich es ganz im Holz. Einer von den 3 Schuppis von heute Nacht, das hat der größere. Schlaflos war sie, ja. Aber freut mich riesig, auch solche Karpfen zu fangen. Ich weiß, bei den meisten zählt nur mehr die Größe, aber hier aus solchen Gewässern zählt wirklich ein jeder Fisch. Das macht mich einfach nur happy. Na. Vor 2 Stunden habe ich die Rute gelegt. Bis jetzt ist nichts passiert und jetzt legen wir sie neu. Instant Angeln heißt schnell reagieren, viel probieren und sich nicht zu schade sein, diese Arbeit auf sich zu nehmen. Wir wollen ja Fische fangen. Hier auf der rechten Seeseite haben wir jetzt 2 Stunden keinen Fisch gesehen und jetzt haben wir gerade hier auf der drüberen Seite hinter mir genau auf dieser Ecke einen springen sehen. Oh, gerade wieder. Und jetzt legen wir so schnell wie möglich diese Rute um. Und da liebe ich meine Banksticks. Einfach nur rausziehen, ummontiert und gehe gleich rüber. Ich bin so flexibel mit denen. Zieh einfach raus. Sehr klein, fein. Macht richtig Spaß bei dieser Instant-Angelei. Das ist es. Die Arbeit macht sich bezahlt. Das ist die Rute, mit der ich den ganzen Tag spiele. Und da haben wir vorher die Fische gesehen. Abgeleckt, ganz wenig Futter. Und der erste Fisch aus diesem Bereich vom See. Jetzt kommt schon die Schlagschnur. Braucht man einen Kescher. Ich war gerade im Zelt vorher, meine Jacke anziehen. Und was springt mir entgegen? Eine kleine Maus. Die fühlen sich jetzt auch wohl. In der kalten Jahreszeit im Zelt. Yes. Yes, 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 yes. Herrlich, wenn der Plan funktioniert. Klein, aber fein. Ein Traumspiegel. Eine wunderschöne Zeichnung. Sehr markant. Und ja, der Plan ist aufgegangen. Das freut mich am meisten. Gesehen, hingefahren, abgelegt, gefangen. So einfach kann es manchmal gehen. Aber ja, jetzt hoffen wir, dass noch ein zweiter kommt. Vorher einen richtig großen Schuppi gehabt und jetzt da. Die kleine Schwester oder Bruder davon. Aber wieder sagen kann man, schaut mal. Das sind die Wildfische. Ganz untypisch, ganz zurück, schauen wir Grüße. Und weg ist er. Da muss es ja Big Mama geben. Jawohl. Es ist einfach so geil. Man fährt einfach ins Ungewisse. Man findet ein Gewässer, wo Karpfen drinnen sind. Keiner weiß, was drinnen schwimmt. Und die fangen Fisch um Fisch. Und ich freue mich gerade richtig über den kleinen Spiegel. Und genau das macht meine Fischerei aus.
Im Moment habe ich echt keine Lust, an die großen kroatischen Baylakes zu fahren, um zu werfen und Big Fish zu jagen, sondern genau das hier macht mir richtig Spaß. Jeder Biss eine Überraschung und jetzt legen wir schnell aus, weil wir holen uns den nächsten. Ja, es ist mitten in der Nacht, circa 2 Uhr in der Früh. Man hört gerade die Glocken. Und ja, hier haben wir gerade den kleinen Spiegel gefangen. Das ist die Route, die wir jeden Tag verändert haben. Jetzt legen wir sie wieder punktgenau ab. Es ist zwar wirklich November, aber anscheinend auf 1,70 Meter laut meinem Echo fressen hier die Karpfen. Super kompakter Boden, Route liegt perfekt. Das reicht mir. Hey, die Leute wollen Unterhaltung haben. Aufstehen. Du mit deiner Unterhaltung. Ich bin die ganze Nacht gefahren. Hey. Ich komm schon. Ich komm gleich. Geh mal nach 5 Minuten bitte. Verschwind aus jetzt da! Boah, beim Auslängerbiss. Was ist denn da los? Schau dir das an, Chrissy. Was ist da los? Ich wollte gerade ablegen. Auf einmal Biss. Ha! Alter, ich bin Hecht! Ich bin Hecht! Da kommt er, der Kollege. Ja, das ist immer geil. Wollte gerade die Route auslegen. Tast mir ab. Auf einmal tack, Einschlag. Jetzt sich dieses Teil an, Leute. So fängt man schnell einen Hecht am Morgen. 80 cm beim Auslegen. Der ist einfach draufgeschossen auf mein Köder. Geil. Wow. Jetzt gehen wir wieder kleiner auf einen 20er Wefter und einen pinken Fake-Mais in Bobbyform. Bin gespannt, ob es die Ködergröße ist auf so einem Naturgewässer, aber bekanntlicherweise hat mir das noch nie getäuscht. Große Köder an Natursee nie gut. Die Route liegt mitten im Totholz. Wir haben die Köder wieder verändert. Ist mir zu lange ruhig geblieben. Und das ist ein kleiner Tipp von mir. An Naturgewässern finden die Karpfen meistens keine 30er Köder, weil die natürliche Nahrung nicht so groß ist. Und jetzt gehe ich wieder mit dem Hakenköder runter in Form von 20 mm. Und das hat mir über die Jahre gezeigt, an großen Seen, an großen Flüssen habe ich mit kleinen Ködern immer besser gefangen wie mit großen Murmeln. Ja, ich weiß, mit kleinen Ködern ist auch die Gefahr größer, dass wir Weißfische fangen, aber ganz große Karpfen fressen ganz gerne ganz kleine Köder. Wie es finster wird, kommt wieder der nächste Biss. Auf der weiten Route. Ich hänge da ein bisschen im Kraut. Ich muss einen Abholen fahren. Das ist nichts gut.
Ja, die Route ist knapp 12 Stunden gelegen. Wir haben ein bisschen ummontiert, wir sind größer geworden mit den Köder. Und wie man sieht, geradeaus 16 Kilo, auch die Fische werden größer. Ich freue mich gerade richtig. Es ist so ein geiles Gefühl, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also am Gewässer, wo man den Bestand nicht kennt, so einen geilen Fisch zu fangen. Ja. Herrlich. Ich freue mich richtig. Ich freue mich wirklich. Und das macht's aus. Es müssen nicht immer 30 Kilo sein. Ich freue mich über 60 Kilo mehr. Wir birgen einen 30er aus irgendeinem Schlagloch raus, den noch schon jeder kennt. Jawohl, die Nummer 3 aus der Nacht. Wenn wir jetzt früh in den Morgen starten, wir genießen gerade die warmen Sonnenstrahlen. Und ein herrlicher Schuppi, so 13, 14 Kilo. Ich bin so happy. So, jetzt lassen wir nicht die Bärle. Tschüssi. Ja, die nächste Perle von der Nacht. Wieder so ein Traumschuppi. Es war echt viel Arbeit. In Ungarn sagt man Schockmunker dazu. Und ich bin durchgefahren. Die Größe ist ja nicht entscheidend, sondern alleine das Abenteuer. Einfach großartig. Herrlich. In Abendstunden, kurz vorm Sonnenuntergang. 2 Töter, ich spule komplett zu. Aber ich glaube, ich muss rausfahren, ich hänge im See aus dem Feld. Jetzt ist er frei. Geil. Einfach nur geil. Herrlicher Fisch, mitten aus dem Holz, durch Seerosenfelder und Kraut gezogen. Super Schuppi, in den Abendstunden, gerade eine super Kulisse. Wieder auf einen CBR Snowman, direkt aus dem Holz, 2 Töter und ja, Druck aufgebaut. Und dann lassen wir schnell zurück. Der scheint fit zu sein. Wenn wir an einem neuen See sind, immer auf das vertraute Vertrauen, System abspulen. Und dann funktioniert's. Herrlich. Die 4 Nächte sind vorbei. Wildkarpfen, Regen, Flammschlag, Abenteuer pur. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, hinterlasst ein Abo, hinterlasst ein Like. Euer Thomas Hirschbauer.